Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute bauen wir an der klassischen Lego-Stadt weiter. Es gab 8 verschiedene Wohnhäuser. Sie folgten auf die Häuser der 60er Jahre. Im Katalog von 69 tauchen neben den gelben Eisenbahngebäuden die ersten 3 neuen Legoland-Häuser auf. Das kleine Ferienhaus 344 aus 77 Teilen zum damaligen Verkaufspreis von 8,50 Mark. Mit der schwarz-weiß gefliesten Terrasse auf der Gartenseite aus den alten Fliesen ohne Rillen. Im Garten stehen 2 flache Kiefern auf dem runden Ständer für 4 Noppen. Am Dach ist die neue weiße Fernsehantenne auf einen 2x1 Dachstein aufgesteckt. Das zweite Haus ist der Bungalow 345 aus 128 Teilen um 14,50 Mark. Die Grundplatten haben abgerundete Ecken, auf die die Makaronisteine passen. Der Zaun mit Gartentor von 76 ist nur auf einer Seite des Grundstücks. Der Sportwagen steht auf der weiß gefliesten Einfahrt unter dem Carport. Der Bungalow hat ein schönes, großes Wohnzimmerfenster und eine Terrasse. In den Garten gehört eine Eiche, ich habe hier aber einen Obstbaum stehen, einen Strauch und eine Kiefer. Das größte Haus ist die Villa 346 aus 163 Teilen um 16 Mark mit dem typischen alten, schön gestalteten 45-Grad-Dach. Das allererste Miniradauto war ein tiefer gelegter Sportwagen, die Achsen waren von unten zusammengehalten, das Dach ist aus Fliesen und das Verdeck sitzt auf der Achse. Mit dieser niedrigen Bauweise passt der Sportwagen unter das Vordach. Ein Auto mit der Standardhöhe passt hier nicht hinein. Die nächsten 2 Wohnhäuser kamen 1971 heraus. Mit den neuen flachen 33 Grad Dachsteinen und den neuen typischen Granulatbäumen, die es nur von 71 bis 74 gab. Das Tiroler Haus oder Schweizer Haus 349 aus 81 Teilen um 10,50 Mark und die Villa Romana oder Spanische Villa 350 aus 126 Teilen um 14,75 Mark mit den neuen 6x2 und 8x2 Bögen im Erdgeschoss. 72 war beim Stadtzentrum 355 auch ein kleines Wohnhaus in diesem Baustil dabei. Es gab erstmals die neuen Verkehrszeichen mit den 2 noppenbreiten Ständern. Der Sportwagen ist jetzt auch um eine Platte höher gebaut. 72 gab es auch das Reihenhaus mit Auto und Garage 353 aus 149 Teilen um 19,50 Mark. Die Fenster haben jetzt erstmals ein bündiges Fensterbrett, das nicht mehr über die Mauer vorschaut. Die 2 unterkellerten Wohneinheiten haben einen kleinen Vorgarten und Zaunsäulen aus Rundsteinen. Das letzte Wohnhaus ist die rot-blaue Schweizer Villa oder das Schweizer Chalet von 1973 mit der Nummer 356 aus 150 Teilen. Mit den neuen kleinen Fensterläden auf den 1x2 Scharniersteinen für die alten Stadtplanfenster. Im Erdgeschoss sind 5 6x2 Bögen eingebaut. Das Haus hat ungewohnt knallige Farben. Die Bauanleitung ist ein Faltblatt mit 12 Bauschritten. Die Legoland-Spielwelt bekam 1970 ihre Namen. Das Sortiment startete mit 8 neuen Fahrzeugen. Feuerwehrauto, Krankenwagen und Abschleppwagen waren auch in der Feuerwache 374 dabei.
aus 189 Teilen und 22,50 Mark. Auf einer 24 x 32 Grundplatte mit 3 glatten Einfahrten. Mit einer flachen Kiefer, auf dem hohen, dreigeschossigen, schmalen Schlauchturm die alte Lego-Flagge mit dem alten Lego-Logo. Auf der Seite gibt es einen kleinen Zubau, an der Rückwand sind 6 Fenster. Genauso wie beim alten Stadtplan von 54 gehört ein Abschlepper in die Feuerwache. Es ist auch ein kleiner Krankenwagen stationiert. Und das Feuerwehrauto hat ganz knapp in der Halle Platz. Die Feuerwehrautos haben nur eine zweiteilige Leiter ohne Stopper am Innenteil. Man kann sie nur einmal ausziehen. Die dreiteilige Leiter hat ein anderes Mittelteil mit einem Stopper. Die Leiter ist mit einem Scharnier am Dach befestigt. Es gibt keinen Drehteller, aber man kann das Scharnier auch quer am Dach aufstecken. Die Feuerwache war 71 mit dem Ferienhaus, der Villa und dem Oldtimer im Stadtset 380 enthalten. 71 kam ein neues Feuerwehrauto heraus, mit 3 Achsen, einem Anhänger und dem alten Logo an der Frontseite. Auf der Ladefläche hat die Drehleiter den alten roten Drehteller, ein Scharnier und eine zweiteilige Leiter. Ich habe hier eine dreiteilige Leiter verwendet. Dieses neue Feuerwehrauto von 71 war 73 bei der neuen weißen Feuerwache dabei, aber mit einem gelben Blaulicht. Bei der Feuerwache 357 mit 219 Teilen waren 3 Feuerwehrautos dabei. Über den glatten Einfahrten sind vorne und hinten große 8x2 Rundbögen montiert. Die Garagen sind hinten offen. Die Feuerwache hat einen 4-geschossigen Turm. Es ist der übliche Legoland-Schriftstein. 73 gibt es noch die alte Flagge. Auf jedem Feuerwehrauto gibt es den bedruckten 1x2 Stein mit dem alten Lego-Logo. Auch auf dem Rüstwagen mit den Geräteräumen zum Öffnen. Und bei der Drehleiter ist das Logo auf der Vorderseite. 1971 kam das neue große Schotterwerk 351 und 3 kleine Stadtgebäude heraus. Der Katalog war ein großes einzelnes Faltblatt mit 16 Seiten. Die Legoland-Spielsets sind auf einem Feld auf der Rückseite auf 3/4 des Faltblattes zusammengefasst. Es gibt neue Bagger, Kräne und Tieflader. Das erste kleine Stadtgebäude, das wir uns anschauen, ist die blaue Garage 348 aus 38 Teilen. Mit einer besonderen Grundplatte mit Gefälle und automatischen Türen. Es ist ein Nachfolger der alten Garage vom Stadtplan mit dem automatischen Tor. Die neue Garage hat statt dem Schwenktor 2 Flügeltüren. Man drückt auf die Feder, die Türen öffnen sich und das Auto rollt auf der Grundplatte mit dem Gefälle heraus. Der Federmechanismus ist im Scharnier der Türen eingebaut und steckt in der Grundplatte. Das zweite kleine Stadtgebäude ist der gelbe Kiosk mit Telefonzelle 308 aus 33 Teilen. Auf einer kleinen 8x12 Grundplatte und mit dem Legoland-Schriftstein am Dach. Zum Kiosk würde auch gut das Taxi passen. Das dritte kleine Stadtset ist die Shell-Tankstelle 648 aus 42 Teilen, auf einer 8x16 Grundplatte mit dem großen gelben Schaufenster, das alte Shell-Logo. Auf einer getrennten Platte sind 2 Zapfsäulen und das alte Tankstellenschild. Ich habe es hier leider nur mit dem neuen Logo. Zur Tankstelle passt gut der Shell-Tankwagen von 1970. Ab 73 wurde das neue Shell-Logo verwendet.
1974 kam die neue Tankstelle 690 aus 73 Teilen heraus, auf einer langen 8x22 Grundplatte, die bei mir schon auseinandergebrochen ist. Zur Tankstelle gehören 4 Zapfsäulen mit 2x3 Transparentsteinen und ein Tankstellenschild. Zu dieser Tankstelle passt der neue Shell Tanklastzug 688 von 73. Jetzt vergleichen wir nochmals die 2 Tankstellen von 71 und 74. Das Kieswerk 315 von 71 besteht aus 165 Teilen. Es hat 2 Einfahrten aus Fliesen, eine Garage mit einem Lastwagen mit 3 Achsen und einer schwarzen Kippmulde mit Legoland-Bordwänden. Beladen wird er mit einem großen neuen Förderband. Es hat eine Kurbel, eine Stütze und eine Beschickungswanne. Mit der Kurbel treibt man das Band an. 73 kam dann schon wieder ein neues Kieswerk heraus. 73 kam dann schon wieder ein neues Kieswerk heraus, auf einer 24x40 Grundplatte, wieder mit glatten Einfahrten und einem glatten Kiesbunker. Das Förderband ist diesmal rot. Die Einfahrten führen wieder in die Verladestation mit dem Förderband und in eine Garage. Hoch oben fährt auf 2 blauen Schienen ein Kran mit der neuen Greifzange mit Feder. Als weitere Fahrzeuge sind ein kleiner Armpacker dabei mit 2 Achsen und ein Lastwagen mit einer neuen blauen Kipplore. Mit dem Förderband kann man den Lastwagen beladen. Es ist Schüttgut aus weißen 1x1 Steinen dabei. In den Bauanleitungen gibt es 74 schon Bilder von alternativen Bauideen. 1972 kamen wieder viele interessante Neuigkeiten heraus. Bei den Fahrzeugen gab es einen neuen Gabelstapler, bei den Gebäuden die Windmühle, Polizeistation und das Stadtzentrum. Bei den Autos trat das erste Mal der Anhängerzug 685 mit vielen Aufklebern auf. Die Aufkleber sind zwar recht nett, aber vor allem bei den alten Sets wirken sie ziemlich verbraucht und unschön. Die Türen kann man aufklappen und mit einem Stapler die Paletten einladen. Das ist der erste Lego-Marken-LKW im Sortiment. Ein legendäres Gebäude ist die blaue Legoland-Polizeistation 354 aus 165 Teilen, zum Preis von damals 25,50 Mark. Mit dem Legolandstein, einem Tower mit umlaufenden Fenstern und der Fernsehantenne an der Spitze. Einen Hubschrauberlandeplatz mit dem voll bedruckten Hubschrauber, mit dem neuen Rotor und das neue Polizeiauto, das es im folgenden Jahr auch als Das zweite Gebäude ist die Windmühle, ein Nachfolger der alten 60er Jahre Windmühle. Artikel 352 aus 138 Teilen zum Verkaufspreis von 17,50 Mark mit einem kleinen Lastwagen und einem kleinen angebauten Lagerhaus für die gelben Getreidesäcke, die hier als Rundsteine dargestellt sind. Das Stadtzentrum 355 aus 314 Teilen um 49,50 Mark hat eine Kartongrundplatte für die Fahrzeuge. Es ist ein Kran auf einer kleinen Grundplatte dabei zum Beladen des Runkenwagens. Mit der Kurbel kann man die Last ablassen. Es gibt auch ein kleines Wohnhaus, das ich euch heute schon gezeigt habe. Und ein großes Gebäude, das wohl eine Spedition darstellt, mit einer Doppelgarage für 2 Lastwagen, ein Lagerhaus und 2 Zapfsäulen. Es gibt eine Verladerampe mit 2 blauen Doppeltüren. Den Legoland-Schriftzug, den Granulatbusch und 73 war das letzte Jahr mit der alten Lego-Flagge mit dem alten Logo.
Der zweite Lastwagen im Set ist ein Muldenkipper. Das Stadtzentrum ist also eher eine Speditionsfirma. 1973 kommen wir zur Raketenrampe. Die Legoland-Stadt ist schon ziemlich angewachsen, zum Bauen, Spielen und Sammeln. Es gibt wieder 9 neue Fahrzeuge und 3 neue Gebäude. Gemeinsam mit dem alten Set gibt es wirklich ein umfangreiches Sortiment. Das Schweizer Chalet und die Feuerwache hatten wir schon, jetzt kommen wir zur Raketenabschussrampe. 358 aus 268 Teilen. Die Bauanleitung ist schon 72 gedruckt worden, es gibt wieder Fotos von alternativen Modellen. Die Rampe steht auf einer eigenartigen roten 24×32 Grundplatte. Die Rakete kann man auf 2 blauen Schienen verschieben, 2 Eimer Lachtsteine dienen als Versorgungsschläuche. Die Rakete ist aus einfachen Macaroni-Steinen gebaut und hat eine besondere Spitze mit einer Noppe, die auch bei der Eisenbahn für einen Silogüterwagen verwendet wurde. In der ganzen Anlage sind 51 Rundsteine verbaut, natürlich alle mit geschlossenen Noppen. Es gibt ein interessantes vierachsiges Servicefahrzeug mit einer Fernsehantenne am Heck. Die 2 Blinklichter sind mit der damals üblichen Technik mit dem Rand zwischen die Noppen eingeklemmt. Am Servicegebäude ist aus transparenten Platten eine viereckige Parabolantenne gebaut. An der Raketenspitze gibt es die Rettungsrakete, die Triebwerke sind aus Rundsteinen. 74 ist das letzte Jahr, das wir uns heute anschauen. Der Katalog enthält in der Mitte ein Gutscheinheft, mit dem sich die Kinder bei ihren Verwandten die Geschenke bestellen können. Das Kieswerk haben wir uns schon angesehen. Die neuen Fahrzeuge bekommen neue Windschutzscheiben, die 1 Stein und 2 Platten hohe Windschutzscheiben der LKWs und die einzigartige 1 Stein hohe Windschutzscheibe beim blauen PKW mit Wohnwagen. Von den Gebäuden bleibt uns nur noch die Bäckerei mit dem Gartencafé 361 aus 211 Teilen. Auf der Packungsrückseite gibt es alternative Bauideen. Dieselben Bauideen sind auch auf der Bauanleitung, aber immer nur als Foto und nicht als Bauplan. Das Café hat den ersten Garten mit einem vollständigen Zaun. In der Garage sind 2 6×2 Bögen verbaut. Die ganze Legoland-Welt hat immer noch die alten Stadtplanfenster. Wir haben überall lästige Aufkleber über mehrere Steine. 3 davon sind am Lieferwagen. Eine große Brezel klebt am Giebel. Die lästige Markise kommt das erste Mal bei diesem Set vor. Sie wird uns noch von 78 bis 82 bei weiteren Gebäuden plagen. Die neue Legoland-Tür ist 3 Steine breit und 4 Steine hoch. Sie hat einen verglasten Türflügel mit Handgriff zum Aufmachen. Das Gartencafé ist das erste Set mit dem neuen modernen Lego-Baum. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Das nächste Mal werde ich in einem großen Übersichtsvideo die ganze Legoland-Stadt nochmal aufbauen. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, bedanke mich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen!